Einen schönen guten Morgen von dem wunderschönen, verregneten Koh Samui. Ja, es schüttet. Ja, und gleich habe ich noch ein anderes Thema. Ich werde heute mal auf die Pacific Cross eingehen. Da sind nämlich einige Missverständnisse Missverständnisse entstanden. Ich werde dann nämlich ein paar Mal angefragt und da werde ich dann auch noch Stellung zu nehmen. Hallo liebe Zuschauer. Ja, heute, ihr seht es, das ist nicht die Sonne, was mir ins Gesicht scheint, sondern zwei große Scheinwerfer. Heute Morgen hat es ziemlich geregnet hier oben im Norden von Samui. Und ich möchte mit euch eine Tasse Kaffee trinken und einige Sachen besprechen. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich noch an den Film erinnern, hier oben verlinke ich, von der Melanie und ihrem tragischen Schicksal, dass ihr Mann hier verstorben ist. Und die Erfahrung mit der Pacific Cross. Da haben wohl einige das, glaube ich, falsch verstanden, dass die Pacific Cross negativ dargestellt worden ist. Hier seht ihr in der Passage von der Melanie, es geht darum, um wie viel sie versichert war. In welchem Spektrum war der Mann versichert? Er war mit 5 Millionen. 5 Millionen. Ich habe zu dem Punkt Versicherungen mit der Pacific Cross ja auch einige Filme gemacht, die kann ich hier oben auch verlinken. Man hat da verschiedene Pakete. Die Melanie mit ihrem Mann haben ein Paket genommen von 5 Millionen und das kann man staffeln bis 20 Millionen. Die Erfahrung, die sie mit ihr gemacht haben mit der Versicherung, war ja diegehend, was negativ dargestellt wurde, dass die Zahlungen für die einzelnen Behandlungen nicht sofort gekommen sind. Hier muss man ja auch dran denken, da gibt es ja genauso einen bürokratischen Apparat wie auch woanders. Wenn man also so eine Therapie bei der Versicherung einreicht, dann muss die erstmal bewilligt werden und das geht dann durch viele Hände und das dauert auch schon mal ein paar Tage. Natürlich derjenige, wie in dem Fall die Melanie, ist dann auf heißen Kohlen gesessen. Die wollte natürlich, dass schnellstmöglich ihr Mann behandelt wird. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Das habe ich ja auch im Film gesagt. Hier ist das nochmal. In Eigenleistung Geld vorstrecken. Genau. Also hier der gute Rat, schaut, dass ihr immer noch Bargeld habt oder Geldmittel, wenn es schnell gehen muss. Ja, wenn man hier in Thailand lebt oder auch in anderen Ländern, dann muss man für den Notfall Geld auf der Seite haben, damit man sofort handeln kann. Alle diejenigen, die jetzt auswandern wollen, ich habe das in so vielen Filmen schon gesagt, denkt an eure Gesundheit. Ihr habt in Deutschland einen hervorragenden Gesundheitsapparat. Da werden ja auch Leute versichert, die noch nie was eingezahlt haben und die werden dann trotzdem behandelt. Das ist hier nicht so. Also die Thais möchten nicht, dass ihr denen auf der Tasche legt. Ihr müsst euch dementsprechend dann auch versichern. Also wenn du krank bist, rate ich, chronisch krank, dass das lebensbedrohend ist, zum Beispiel wie jetzt mit Krebs, wie es im Falle bei Melanie gewesen ist von ihrem Ehemann, dann rate ich eigentlich von einer Auswanderung in dem Stil ab, dass ich zu 100% nach Thailand komme. Da kann ich also nur empfehlen, ein Visum zu nehmen, wie zum Beispiel das O-Visum. Da braucht ihr ja auch keinen Nachweis einer thailändischen Krankenversicherung, dass ihr weiterhin in Deutschland angemeldet seid und in diesen Gesundheitsapparat schnellstmöglich wieder integriert werden könnt, wenn hier etwas schief laufen sollte. Auch würde ich dann eine Versicherung abschließen für einen Rücktransport. Soweit ich mich erinnere, sagte ja die Melanie in dem Film ja auch, 20.000 Euro hätte das gekostet, wenn Pflegepersonal und Ärzte mitgeflogen wären. Die hätten ja erstmal nach hier kommen müssen und dann nach Deutschland zurück. Das muss man alles berücksichtigen. Aber ich kann
so keinen Fehler bei der Pacific Cross sehen. Hier nochmal, ich habe sie ja gefragt, und würdest du was anderes machen? Was würdest du denn heute mit deiner Erfahrung anders machen bei der Versicherung? Oder eine andere Versicherung? Nein. Ich bin da bei der Pacific Cross auch. Und gewisse Dinge sind ausgeschlossen, was mich sehr ärgert, weil nämlich mir wurde gesagt, da hängen wieder andere Krankheiten dran und die können sich immer wieder rausreden. Also das Risiko hat man eigentlich hier mit den Versicherungen. Man ist nicht so 100% abgesichert wie in Deutschland. Das kann man komplett vergessen. Wenn man ins Ausland geht, dann hat man auch ein gewisses Risiko bei sich selber. Genau. Wir hätten nichts anders machen können. Und hat sich, wie die Melanie auch gesagt hat, die kompletten 5 Millionen ausgezahlt. Also das fand ich, dafür bleibe ich auch bei der Pacific Cross, weil sie sich an dem hält, was sie einem verspricht. Es wurde ein Vertrag abgeschlossen von 5 Millionen und die 5 Millionen sind auch ausgeschüttet worden. Der Betrag ist überschritten worden. Das musste die Melanie eben halt selber bezahlen. Sie hätte ja auch für 10 Millionen einen abschließen können. Das ist eben halt das Risiko, wenn ihr auswandert. Da müsst ihr euch vorher darüber Gedanken machen. Mein Fazit ist, ich bleibe bei der Pacific Cross. Ich sehe nichts Negatives, was sie gemacht hat. Das hätte jede andere Versicherung auch gemacht, die Überprüfung, ob das alles richtig ist. Was ich korrigieren muss in meinen Aussagen bei diesem Film, dass ich ja gesagt habe, die Versicherung lässt einen hängen, wenn was ausgeschlossen worden ist. Das stimmt nicht 100%, was ich da gesagt habe. Denn ich glaube, 70% bezahlt sehr wohl die Krankenkasse von Dingen, die ausgeschlossen sind, wenn dieser Fall in Kraft tritt. Das hat auch irgendwo die Melanie ja auch gesagt, dass ein Anteil davon übernommen worden ist von der Versicherung. Man kann auch Zusatzpakete kaufen bei den Versicherungen, damit das wieder integriert wird. Man kann aber auch, wie ich in meinem Fall ja gesagt habe, ich habe es ja mit Bluthochdruck zu tun gehabt und auch mit Cholesterin. Ich habe meinen nächsten Termin im Dezember, kann ich mich wieder checken lassen und dann kann die Pacific Cross sagen, ja, das ist alles okay, ich habe jetzt fast ein halbes Jahr, nehme ich keine Tabletten mehr, weil ich 5 Kilo abgenommen habe. Und dann ist das gleich mit verbunden mit dem Bluthochdruck. Ich habe mal jetzt von der Zeit auch Cholesterinwerte messen lassen. Das ist alles wieder normal. Ich bereite mich jetzt praktisch darauf vor, oder das ist eigentlich schon okay, dass ich im Dezember wieder Geld ausgebe für eine generelle Untersuchung. Das mache ich einmal im Jahr, das kostet 10.000 Baht. Da wird alles durchgecheckt im Krankenhaus und dieses wird dann an die Versicherung geschickt und die können dann wieder weiter entscheiden, ob sie jetzt Dinge, die vorher ausgeschlossen worden sind, wieder integriert sind. So einfach ist es. Also die Möglichkeit hat man. Man muss sich eben halt nur ein bisschen, es war nicht einfach, 5 Kilo abzunehmen, aber ich wusste, das bringt es, den Blutdruck runterzubringen. Fazit an alle, die unsicher sind. Ich habe die Pacific Cross genommen, weil ich im Internet gelesen habe, dass es eine gute Versicherung ist, eine große Versicherung und hatte nichts Negatives gehört. In dem Film ist natürlich leider, dass der Mann ja auch gestorben ist, das so rübergekommen, dass die Pacific Cross schlecht ist. Das stimmt nicht. Sie hat alles erfüllt, was im Vertrag beinhaltet war, zwischen Melanie, ihrem Mann und der Pacific Cross. Und daher, ich bleibe bei der Versicherung, ich sehe keinen Grund zu wechseln. Okay? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.